Und als Prozessbeobachter nach Halle an der Saale haben wir erneut unseren Reporter Lutz Storbe geschickt. Lutz, also der zweite Prozess nun gegen Björn Höcke in der ähnlichen Causa. Nun, was ist da heute zu erwarten? Das Ganze bleibt ein großes Überraschungspaket, weil wir abwarten müssen, was von der Anwaltschaft kommt. Also es ist kein abgetrenntes, es ist wirklich ein neues Verfahren. Und es geht darum, dass er die Parole verwendet hat. Er selber hat nur bei einer Veranstaltung gesagt, alles für, hat dann den Saal animiert zu sagen, Deutschland. Das hat er ja auch im TV-Duell bei Welt mit Mario Vogts genauso bestätigt. Also der Sachverhalt ist völlig unstrittig. Die Frage ist, was macht man jetzt daraus? Wir haben es beim ersten Prozess erlebt, dass die Anwälte am ersten Tag einen Antrag nach dem anderen eingebracht haben. Das ist natürlich auch heute wieder möglich. Ein Anwalt wurde ausgetauscht. Es ist derselbe Richter wie im ersten Prozess, sodass es durchaus möglich ist, dass man als erstes mal einen Antrag wegen Befangenheit gegen den Richter stellt, der Höcke ja schon mal, wenn auch noch nicht rechtskräftig, verurteilt hat. Also das wäre eine mögliche Variante. Und dann fällt mir für seine Verteidigung relativ wenig ein. Er könnte höchstens sagen, dass er überrascht war, dass die Menge dann Deutschland rief und nicht alles für Thüringen oder sowas. Aber viel mehr ist da eigentlich nicht, weil es eben unstrittig ist und er es ganz klar eingeräumt hat. Wir müssen nun abwarten. Da ist Geldstrafe möglich. Rein theoretisch geht das bis zu einer Gefängnisstrafe. Klar ist auch, es ist, was seine politische Arbeit betrifft, keine Geschichte, die irgendwelche Auswirkungen auf die Landtagswahl und sein Wahlrecht haben wird, weil schon gegen den ersten Prozess Revision eingelegt wurde. Das wird gegen dieses Urteil im Falle, es gibt eine Verurteilung, genauso wieder passieren. Also, und bis so eine Revision verhandelt wird, da sind wir wirklich im nächsten Jahr. Also, egal, ob es hier Geld oder Haftstrafe gäbe oder einen Freispruch, es hat keine Relevanz für die aktuellen politischen Geschichten in Thüringen, auch für die Landtagswahl. Den Prozess werden wir natürlich trotzdem mit Spannung beobachten. Lutz, vielen Dank schon mal für diesen ersten Ausblick heute. Aber wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen und dazu ist zu uns ins Studio gekommen der Extremismusforscher Professor Henrik Hansen. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, ich grüße Sie. Wenn wir uns das jetzt anschauen, der zweite Prozess also gegen Björn Höcke, ist das tatsächlich ein Zeichen, dass die AfD eine Extremisten- oder sogar Nazi-Partei ist? Ja, also zunächst einmal muss man sehen, dass die AfD eine sehr heterogene Partei ist. Und in dieser Partei werden viele Positionen vertreten. Björn Höcke ist einer der Politiker in der AfD. Zweiter Punkt, die AfD ist ganz klar keine nationalsozialistische Partei. Sie ist eine in weiten Teilen rechtsextremistische Partei, aber nicht nationalsozialistisch. Zum Nationalsozialismus gehört es, das Kernbestandteil der Ideologie, der eliminatorischer Antisemitismus, das heißt also die Absicht, Juden zu vernichten, und der Rassismus der Nationalsozialisten. Die AfD ist in weiten Teilen fremdenfeindlich, aber das ist nicht Nationalsozialismus. Man muss das also klar voneinander trennen, die verschiedenen Strömungen im Rechtsextremismus. Nun ist das interessant, dass den ersten Prozess haben wir gesehen. Wir haben jetzt jüngst auch verschiedene Skandale der AfD auch gesehen. Und das scheint aber bei den Wählern nicht dafür zu sorgen, dass die sagen, die AfD ist für mich ein rotes Tuch. Wie würden Sie das auch sagen mit den extremistischen Positionen, die Sie ja gerade auch noch mal dezidiert erklärt haben in der Partei? Wie hängt das mit der Wählerschaft zusammen? Perlt das an den Leuten ab? Das scheint an einigen der Wähler oder vielen Wählern abzuperlen. Aber wenn Sie sich das genau anschauen, die Umfragewerte der AfD sind ja bis zum Januar dieses Jahres deutlich gestiegen und sind dann aber noch mal um einige Prozentpunkte auch in Thüringen und Sachsen zurückgegangen. Dort jeweils so um 5% noch mal wieder zurückgegangen. Das heißt also, die Demonstrationen gegen die AfD und dann auch die Skandale, die es gab, die haben dann wohl schon etwas bewirkt bei einem Teil derer, die im Januar noch bereit waren, die AfD zu wählen. Trotzdem, Sie haben völlig recht, es gibt 16% bundesweit oder 17%, die bereit sind, die AfD zu wählen. Und in Sachsen und Thüringen liegen die Zahlen ca. bei 30%. In der Tat. Also an denen scheint das abzuperlen. Und was es besonders aber den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke angeht, er hat ja auch bei uns im TV-Duell hier bei Welt zugegeben, dass er genau diesen SA-Slogan genutzt hat. Und das müsste doch dem Gericht ausreichen, dass es jetzt auch im zweiten Prozess eine Verurteilung gibt, oder? Ja, ganz gewiss. Also da bin ich jetzt natürlich zurückhaltend, weil ich kein Strafrechtler bin, sondern Politikwissenschaftler. Aber das Gericht kann ja kaum anders, als ihn hier jetzt auch wieder zu verurteilen. Die Frage ist eher, ob das Urteil dann noch härter ausfallen muss. Denn es gibt ja einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ersten
ersten und dem zweiten Prozess. Beim ersten Prozess konnte er sich noch rausreden, das habe ich nicht so gemeint. Beim zweiten Prozess geht es um die Verwendung dieser gleichen Formulierung zu einem Zeitpunkt, wo der erste Prozess gegen ihn ja schon lief. Nicht? Das war in Gera im Dezember 23. Da lief der erste Prozess schon. Da hat man ihm schon klar gesagt, das ist eine nationalsozialistische Formulierung. Wenn er das wirklich als Geschichtslehrer nicht gewusst haben sollte, was ich sehr bezweifle und das Gericht ja auch bei dem ersten Verfahren bezweifelt hat, dann müsste er wenigstens das zweite Mal dann eben die Formel nicht verwendet haben. Also er scheint da ganz klar gerne mit dem Feuer zu spielen und diese maximale Provokationsstrategie zu fahren. Naja, so muss man auch noch mal klar sagen. Die juristische Aufarbeitung steht aber trotzdem auf einem anderen Blatt als die politische. Herr Hansen, wir danken Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns. Danke, Herr Professor. Danke Ihnen.